Servus YouTuber und willkommen bei RL Photo Pro. Ja, ich habe wieder zugeschlagen, besser gesagt bei Oppo, und zwar schon am 21.04. Jetzt haben wir den 15.05. und endlich ist es da mit Verspätung und E-Mails, dass es verspätet kommt etc. etc. direkt vom Hersteller bestellt in Deutschland bei oppo.de oder oppo.com/de. Aber es hat es doch noch geschafft. Die hatten halt Lieferverzögerungen, andere haben es in den Läden schon kaufen können. Ein Bekannter von mir hat es locker flockig holen können in einem Shop in Hamburg und ja, was soll man dazu sagen? Aber ja, der war früher dran wie ich mit der Vorbestelleraktion. Dennoch freue ich mich riesig drauf. Für mich ist es aber das Smartphone-Highlight des Jahres, was die Kameras betrifft, weil ich finde, das Oppo hat einfach so die ausgeglichenste Kameraausstattung, würde ich mal sagen. Mit dem 10-fach optisch natürlich noch, klar, der Sensor ist da etwas kleiner, aber eben so von der Ausgewogenheit der Kameras Ultraweit, Weitwinkel, eine Dreifach und eine 10-fach und so die Kombi mit Hasselblad. Ich bin mal wirklich gespannt. Ich habe das bei OnePlus damals, beim OnePlus One schon gemocht. Das war für mich ein Foldable mit der damals ersten wirklich guten Kameraausstattung. Und ich mag einfach dieses neutralere Bild von Hasselblad und auch in den Reviews, die man da schon so anschauen kann, wird es ja immer wieder erwähnt, dass es halt sehr neutral ist, nicht so peppig, also nicht so dieses iPhone Samsungische, wo da mega viel Farben und Schärfe reingebastelt wird, damit es halt so, ja, wie ich immer sage, Instagram-like ausschaut, sondern das Natürliche, wie bei einer Spiegelreflex oder spiegellosen Kamera halt eben. Ne? Also dieser Raw-Look, den man halt dann auch noch entsprechend verschönern kann. Was ich ja aktuell auch noch habe, ist das Xiaomi 17 Ultra. Das habe ich jetzt noch knapp eine Woche. Das heißt, die Vergleiche werden relativ schnell gemacht werden müssen und die Testbilder, zumal ich jetzt dann erstmal noch am Knie operiert werde. Also ich bin da relativ beschränkt, was den Vergleich betrifft. Aber das Oppo Find X9 Ultra habe ich wieder selbst gekauft. Entsprechend bleibt es auch immer im Besitz. Ich werde es ausgiebig testen und vor allem auch die Kamera, die Nacht- und Astro-Möglichkeiten mit dem Teil vor allem auch. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Wir fangen heute mal an mit dem Unboxing. Ich freue mich schon drauf. Wir sehen uns gleich wieder nach dem Intro. Ja, und damit willkommen zurück. Bevor es jetzt losgeht, ich habe den Karton schon mal aufgemacht, weil der kam leider nicht im optimalen Zustand bei mir an, muss man leider ehrlich sagen. Die Seiten waren teilweise alle aufgerissen, also ich musste da erstmal reingucken und das Ganze absegnen. Nicht, dass da irgendwie was entwendet wurde, rausgefallen ist, wie auch immer. Also war leider nicht ganz so schön, wie man das dann erwartet, aber zum Glück war alles innen drin safe, ist alles gekommen. Nur die ein oder andere Verpackung schaut ein bisschen lediert aus. Aber gut. So, wer meinen Kanal noch nicht kennt, der weiß ja noch nicht, dass ich oft immer ein bisschen hin und her gerissen bin. Also ich komme mit aus der professionellen Fotografie, fotografiere mittlerweile nicht mehr mit Sony, sondern mit einer Nikon Z9 und habe auch diverseste Kamerasysteme. Ich filme mit einer Lumix S5 2X. Ich habe oben im Top-Down eine Sony Alpha 7C2. Das ist noch so ein Überbleibsel, was wahrscheinlich auch mit einer Lumix bald mal abgelöst wird oder mit einer Nikon ZR. Nur mal so dazu, also ich bin schon in dem professionelleren Bereich unterwegs. Entsprechend interessiere ich mich halt immer für Smartphones mit dicken Kameras, wie jetzt das Xiaomi 17 Ultra zum Beispiel. Ne? Und dann mein zweiter Faible ist halt leider immer so Foldables oder eben auch Trifolds in dem Fall, die halt kameratechnisch so, naja, sind okay, aber es ist dicke Luft nach oben. Naja, ist halt so immer mein Problem. Ich hätte gern irgendwie beide Welten kombiniert, aber dann wird es wahrscheinlich so ein 500 Gramm Klopper. Das will ich dann auch nicht, da brauche ich 2 Gürtel. Aber um meine Gürtel soll es natürlich nicht gehen, sondern um das Oppo Find X9 Ultra, was gekommen ist. Natürlich noch versiegelt. Das packen wir jetzt dann auf jeden Fall gleich mal aus. Was bei der Vorbestelleraktion in Deutschland noch mit dabei war, war eben das Aramid Fiber Magnetic Case, das heißt MagSafe Case. Da bin ich mal gespannt, wie das ausschaut. Das ist halt so ein Aramid Case, was ich hier zum Beispiel beim Trifold auch gern nutze. Eben auch mit MagSafe, um einfach MagSafe Charger und so weiter anschließen zu können, finde ich halt super praktisch. Und das Oppo Pad 5 in 5G in meinem Fall, das war da noch verfügbar, wo ich vorbestellt habe. Das wird aber
verkauft werden. Also ich habe hier 2 Tablets für die beiden Kameras und ich habe ein iPad und ich habe ein 10 Zoll Foldable Trifold. Ja, irgendwo muss ich dann doch sparen anfangen. Und ja, hier wird auf jeden Fall nicht gespart, würde ich sagen, zumindest kameratechnisch nicht. Und auch, was ich so gesehen habe, softwareseitig und so muss das ja ein super geiles Gerät sein. Wenn ihr vielleicht schon mit Oppo Erfahrung habt, schreibt es gerne mal in die Kommentare, was ihr davon haltet und vor allem, ob ihr euch auch dafür entschieden hättet. Oder vielleicht für ein Vivo X300 Ultra, wo ich mich tatsächlich dagegen entschieden habe dieses Jahr, weil ich die 35 Millimeter Brennweite der Hauptkamera nicht so ja, wirklich gut nutzen konnte für meine Alltagszwecke, was ich so fotografiere, wie jetzt eine 23 oder 24 Millimeter, wie es halt eben auch beim Xiaomi 17 Ultra der Fall ist oder das 15 Ultra hatte ich ja auch. Das hat inzwischen meine Freundin im Einsatz und ist super begeistert. Ist übrigens auch von der Akkulaufzeit deutlich besser geworden als früher mit dem HyperOS 2. Naja, so, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt hier direkt mal das Find X9 Ultra an und werden das jetzt mal unboxen. Viel Spaß. So, da haben wir hinten 2 Pull-Tabs. Ich habe es übrigens in der Farbe Thunder Embra oder Umbra Embra mit 12 GB und 512. Eine andere Version gibt es ja in Deutschland leider nicht. Und wir packen es jetzt einfach mal aus. So, da hört man nicht viel beim Wegziehen. Bei Samsung hört man da mal deutlich mehr. Das sah schon mal gut aus. Und dann gucken wir mal vom Verpackungsinhalt erstmal rein, was hier noch mit drin ist. Und zwar einmal ein USB-C auf USB-Adapter, so wie es ausschaut. Okay. Kann man normalerweise auch nutzen für SSDs, für USB-Sticks etc. Also das ist einfach nur so ein kleiner Adapter USB-C auf USB. Dann haben wir ein USB auf USB-C, also USB-A auf USB-C Kabel. Und da könnt ihr natürlich auch, wenn ihr einen USB-C-Charger habt, das Teil hier nutzen. Ja, ganz genau. Dann hört ihr die USB-C auf USB-C. Finde ich eigentlich ganz witzig. Also ich werde das Teil mal ausprobieren, ob das auch SSDs nimmt oder ob das nur fürs Chargen ist. Aber von den Pins her schaut es aus, wenn es ein USB 3 Adapter ist. Also sollte funktionieren. Quick Start Guide. Was haben wir hier noch? Oppo Watch Series, das brauchen wir nicht. Safety Guide und der Pogo Pin. Das war's hiervon schon mal. Mehr ist dann nicht dabei. Ein Ladeadapter ist entsprechend auch wieder nicht dabei. Glücklicherweise hat mir Oppo, muss man dazu sagen, für die doch sehr große Verspätung mittlerweile einen 30-Euro-Coupon für den Oppo Store gegeben. Da konnte ich mir jetzt zwar nicht den 100 Watt Charger dafür holen, aber zumindest den 50 Watt ist ja immerhin was. So, der Moment der Wahrheit. Wir packen das Smartphone aus und zwar, hier steht schon vorne drauf, Make Your Moment und hinten einmal der Sticker mit den relevanten Infos und der riesen Kamerabump. Ja, also ich habe es mir gerade schon gedacht, der ist doch noch größer wie beim Xiaomi. Also, okay, Wahnsinn. Gut, dann packen wir das mal aus, beziehungsweise ich mache den Sticker gleich mal ab. Dann können wir das beim Auspacken gleich vollends betrachten. Ja, wieder suboptimal hier. Perfekt. Ja, ich will es einmal schaffen, das Ding mal ohne, dass die ganze Folie reißt, aufzupacken. So, jetzt. Ja, richtig cool, wirklich. Also ich liebe ja dieses Hasselblatt-Finish, also dieses gräulich-braune. Also gefällt mir richtig gut farblich. Also auch diese Abstufung, halt wie bei einer Kamera im Endeffekt, ne, wie diesen Grip, den man hält. Und dann halt hier der Body mit der großen Kamera und das schöne Front-Display. Also schaut richtig gut aus. Ist auch nochmal gleich im Vergleich hier zum Xiaomi 17 Ultra.
Wobei mir das Xiaomi von der Form und der Farbe und so weiter auch gefällt, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, das Oppo gefällt mir doch schon mehr, muss ich wirklich zugeben. Was ich bei Xiaomi aber cool finde, das zeige ich euch jetzt dann gleich mal hier, ist der Volume Rocker. Also die zwei Buttons, die getrennt sind. Das muss ich sagen, hat mir jetzt so in den letzten Wochen, seit ich es genutzt habe, echt gut gefallen, weil man das besser erspürt, ich zumindest. Ist natürlich auch Geschmackssache, klar. Aber hier haben wir eben den einen Volume Rocker und entsprechend noch hier die orange hinterlegte Kamerataste. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Volume Up, Volume Down und Einschalter. Und hier haben wir eben noch den Action-Button, würde ich es jetzt mal nennen. Unten dann entsprechend USB-C, den SIM-Card-Tray, Lautsprecher, oben noch ein Lautsprecher und Mikrofon. Und halt eben diese riesige Kamera. Ja, Wahnsinn, wirklich. Also da bin ich echt gespannt, wie die sich schlagen wird. Also das ist schon ein richtiger Klopper, muss man ehrlich sagen. Wahnsinn. Ja, viele jammern ja immer über den Kamerabump. Ich meine, da lässt sich halt wirklich streiten. Ja, manche lieben sowas hier. Ich bin da nicht so der Fan davon. Das wabbelt einfach wie Sau am Tisch. Das hier wabbelt halt nicht am Tisch. Also, und auch von der Haptik. Also ich bräuchte da ehrlich gesagt gar keine Hülle. Aber ich muss sagen, ja, der Kamerabump ist schon groß. Also, wenn ich das hier halt, habe ich es gefühlt, das Xiaomi 17 Ultra in dem Fall, noch einen Ticken besser in der Hand, weil die Hand noch ein Stück höher ist. Nachdem der beim Oppo noch größer ist, der Kamerabump, ist meine Hand fast schon ein bisschen, ja, obwohl es geht. Also ich werde es auf jeden Fall mal austesten. Das ist nur der erste Eindruck. Ja, Lumo Camera System steht drauf. F1.5 bis 3.6 und 14 bis 230 mm. 230 mm entspricht dann den 10-fach, entsprechend ist die einfach natürlich 23 mm. Und ja, also Kamerasystem mit dem Master Mode wird auf jeden Fall richtig mal in die Mangel genommen. Ich würde jetzt mal noch kurz das Find X9 Ultra Aramid Magnetic Case auspacken. Das ist ja prima verpackt hier, also schön auspacken ist da überhaupt nicht möglich. Gut, dann schauen wir uns das mal an. Aber das schaut super gut aus für meine Geschmäcker auf jeden Fall. Was ich aber, ja, was ich aber tatsächlich schade finde, ist wirklich, dass man diese Optik verliert natürlich. Ja, also wenn ihr das drauf macht, verliert ihr die Optik. Ja, also es ist Geschmackssache. Ich meine, wir haben hier wahrscheinlich kein MagSafe integriert, darum gibt es die MagSafe-Hülle. Ich gucke mal gerade nach. Nee, kein MagSafe. Aber, hey Freunde, guckt euch das mal an. Ja, mein MagSafe Charger passt perfekt über die Kamera, ja? So als Kameraschutz. Coole Sache. Ja. Schauen wir mal hier die Hülle an. Ja. Hülle hat natürlich MagSafe in dem Bereich dann. Und boah, ganz schön stark. Also definitiv stärker wie die Hülle von meinem Samsung. Den Charger verlinke ich euch gerne mal noch mit in der Videobeschreibung. Würde mich freuen, wenn ihr natürlich den drüber kauft, wenn er euch interessiert. Dann bekomme ich auch wieder ein paar Cent für meinen komplett selbstfinanzierten Kanal und kann halt auch wieder Videos wie diese für euch machen. Danke dafür schon mal. Und wir machen jetzt mal die Hülle noch hier rum. Mache ich jetzt mal noch nicht ab. Hier steht nämlich drauf, man soll, wenn man die Farbe Thunder Umbra hat oder Ambra, diesen Schutz wegmachen. Dann wird wahrscheinlich ein bisschen so Klebestreifen drunter sein, damit es besser fixiert ist. Das ist übrigens ein Spacer. Ich habe das jetzt erst im Nachgang leider gesehen. Also das ist wahrscheinlich dadurch, dass ja die Version hier mit dieser veganen Kunstleder-Rückseite etwas dicker ist, minimal, ist halt hier ein Spacer drin. Das heißt, wenn ihr die orangene Version habt, lasst es drin, damit es passt und euer Handy nicht wackelt. Bei meiner Version muss ich das hier rausziehen und eben mehr Platz schaffen in dem Sinne.
Bin mal gespannt, ob auch Klebestreifen drunter sind. Ich denke mal dann tatsächlich nicht. Nee, das war einfach nur reingeklebt. Keine Klebestreifen drunter, aber nur zur Richtigstellung. Wir machen es jetzt mal so dran. Und ja, also fühlt sich richtig hochwertig an, richtig gut. Gefällt mir auch richtig gut. Der Kamera-Bump-Schutz ist dann auch ein bisschen erhöht. Ich zeige es euch mal hier vorne. Sieht man es auch noch mal besser. Also ihr habt dann wie so eine Art Schutz noch, wenn meine Kamera nicht gleich wieder meine Augen einfängt. Genau. Also eine Erhöhung. Ihr habt alle Buttons natürlich entsprechend frei, die ihr braucht. Unten ein USB frei und auch hier. Also gefällt mir echt gut. Schaut super edel aus. Trägt halt auch sehr wenig auf, weil es eben Carbonfaser ist. Also Kunststoff-Carbon-Verbund, Kohlefaserverbund. Und dadurch sind die Hüllen halt wirklich super dünn, super leicht. Das merkt man halt fast nicht im Gewicht. Und auch entsprechend dann ganz genau. Hält bombenfest, so stelle ich mir das vor, eine vernünftige Hülle. Also cool. Smartphone-Hülle gefällt mir echt gut. Preislich sind wir hier natürlich im obersten Preissegment der High-End-Smartphones, aber wenn ihr euch ein iPhone 17 Pro Max kauft, seid ihr das auch. Von daher. So, erster Startup würde ich sagen. Direkt out of the box. Da vibriert's. Da haben wir das Oppo-Logo. Und was mir jetzt hier schon auffällt, so im direkten Vergleich, ja, die Rundungen, das ist mir beim Xiaomi 17 Ultra schon aufgefallen, die sind dieses Jahr deutlich stärker an den Kanten ausgefallen. Und das sieht man auch beim Display und auch hier jetzt im Vergleich. Also es fühlt sich sehr ergonomisch an. Ja, also so das, was ich halt bei iPhones, bei Kumpels immer gesagt habe, Mensch, das fühlt sich so rund an, irgendwie das Paket, sehr geschmeidig in der Hand, aber es schneidet halt oben oft mal was ab. Und auch die Tastatur beim Tippen wird so ein bisschen nach oben versetzt, damit man halt die untersten Akzente noch trifft. Ja, hier sind wir jetzt beim ersten Einrichten. Ich habe jetzt noch keine SIM-Karte und nichts drin. Wir klicken uns einfach mal ganz kurz durch. Ich mache das jetzt mal wieder im Schnelldurchlauf. Dann müsst ihr hier nicht so langsam mit durchgehen. So, und da sind wir bei ColorOS in dem Fall. So schaut das Ganze aus. Wie ich finde, halt immer ein bisschen so iPhone-isch. Ne? Bis auf die Icons natürlich. Aber da werde ich auch mal schauen, wie weit man das dann individualisieren kann. Auch hier beim Runterziehen, also das sieht schon alles immer sehr ähnlich natürlich aus mittlerweile. Klar, hier an meinem Xiaomi super klein wieder gemacht. Hier ist es halt noch sehr groß. Aber so von den Buttons und so weiter, von der Anordnung, ja, ihr seht schon, das ist kaum ein Unterschied. Also da bin ich mal wirklich gespannt. Und jetzt schauen wir mal kurz rein, mit welcher Version das Ganze gekommen ist in dem Fall. ColorOS 16 ist klar. Das war übrigens die Version, mit der das Smartphone gekommen ist. Nur für euch zur Info, nachdem ja gleich das erste Update angeboten wurde. Version CPH 284-16.0.7.204. Das ist das, was jetzt da nochmal neu runtergeladen werden kann. Pro Video Mode mit LUTs und X-Pan Mode. Okay, Image Quality wird verbessert, Kamera Performance und so weiter. Also man kann auch jetzt gleich mal ein Update machen mit April-Patch in dem Fall. Das werde ich jetzt dann auch gleich mal durchführen. Dann werde ich es nochmal komplett zurücksetzen, einrichten und alle Daten von meinem Trifold rüberziehen entsprechend und dann das als zweites Hauptsmartphone mit nutzen. Das hier dann für Kamerabilder, mein Trifold halt für Produktivität unterwegs. Und da bin ich wirklich gespannt, was Hasselblad sich hier einfallen hat lassen. Und dann wird es auch mal noch einen kurzen Vergleich zum Xiaomi 17 Ultra geben. Und ansonsten werden wir das Ding mal richtig in die Mangel nehmen. Wenn ihr dazu was sehen wollt, vielleicht auch was Bestimmtes, was kameratechnisch betrifft, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich freue mich, dass ihr dabei gewesen seid und freue mich aufs nächste Video mit euch. Bis dahin, ciao.